Leute, ich habe 16:9 entdeckt. Richtig geil, oder? Guck mal, wie viel man sieht. Ich brauche jetzt erstmal muss mir so ein geiles Intro, was ich immer jetzt jedes Mal sage, überlegen. Hey everybody and welcome to my shop. Habe ich irgendwo schon mal gehört. Willkommen in der Wohnzimmerwerkstatt. Heute geht es um Sägen. Jeder kennt es. Wir können zum Beispiel Holz sägen, Kunststoff sägen. Keiner mag Kunststoff. Hände absägen. Kannst du mal kurz deine Hand geben, Matthias? Nicht zu empfehlen natürlich. Und auch Metall sägen. Aber weil Metall natürlich so ein bisschen festeres Material ist, man kennt es, habe ich mir vor langer Zeit eine Metallbandsäge gekauft. Die gucken wir uns gleich unten im Keller an. Und da möchte ich heute eine kleine Optimierung vornehmen. Wir machen einen krassen Übergang, Matthias, oder? Wie heißt der Typ, der so geile Übergänge macht, so wie der? Felix, wie heißt du? Okay, Matthias findet den Übergang jetzt nicht so cool. Oder eher so mittelkrass, deswegen machen wir jetzt nochmal einen neuen Übergang in die Werkstatt nach unten. Los geht's! Wow, das war echt heftig jetzt, oder? Willkommen in der Kellerwerkstatt. Metall. Ich zeige euch mal, was ich für eine Säge habe. So, das ist das gute Stück. Kann man hier ausklappen. Prinzip ist ganz einfach im Prinzip. Man klappt das Ding hoch, spannt hier ein Stück Stahl ein und dann kann man das wunderbar absägen. Das funktioniert wunderbar. Aber was ist denn jetzt, wenn wir zum Beispiel folgenden Schnitt machen wollen? Sagen wir mal, wir möchten hier einen Ausschnitt machen. Das soll alles weg. Dann wird das natürlich schwierig. Wir starten jetzt erstmal und bohren hier ein schickes Loch rein. So, ich habe mich dann jetzt noch beim Bohren umentschieden, dass ich das doch lieber hier haben möchte, die Aussparung. Genau, also das soll alles hier weg. Jetzt ist es natürlich relativ kompliziert, also wie soll man es machen hier, ne? Ich könnte es ja mal versuchen. Ah, oh nein, es funktioniert ja gar nicht. Das ist natürlich super nervig. Jetzt können wir das natürlich abflexen, das wäre die einfachste Variante. Spricht auch gar nichts dagegen. Aber in meinem kleinen Miniaturwunderland habe ich eine relativ mittelmäßige Lüftungsanlage, sag ich mal. Beim Flexen entsteht halt viel Staub und viel Geruch und so. Und hier mit der kleinen leisen, die ist auch so leise, sie ist so leise, sie ist so brrr. Jetzt ist die Frage, wie können wir das Problem lösen? Ah, Moment, ich habe auch eine Bandsäge hier neuerdings. Und? Merkt ihr was? Ja, das ist die perfekte Säge, um so einen Schnitt zu machen. Aber es ist halt eine Holzbandsäge und keine Metallbandsäge. Deswegen werden wir einfach diese Bandsäge mega krass modifizieren. Yeah! Jetzt gibt es natürlich extra solche Maschinen, genau wie so eine Holzbandsäge, dass du das Ding hier hinstellen kannst. Hast aber wieder ein Gerät mehr stehen. Aber ich habe so eine geile gesehen letztens bei Kleinanzeigen. Ne? Das ist jetzt eine portable Metallbandsäge, die an so einem Ständer steht. Das ist halt richtig geil, alles fettmassiv und so. Aber die Person hat sich leider niemals gemeldet. Und dann dachte ich mir, Moment mal, ich könnte doch auch einfach diese vorhandene Säge nehmen und irgendwie umbauen, dass das ganze Ding auch hier hochkant steht und ich quasi eine aufrecht stehende Bandsäge habe. Schreibt man so Story überhaupt? Ja, ja. Cool. Ja, wirklich? Ja. Cool. Geil. Oh. Mann! Oh, ist hier ein Astloch oder was? Ist perfekt. True Story Time. Ich dachte ehrlich gesagt 2 bis 3 Tage, dass ich die coolste Idee aller Zeiten habe und darauf bestimmt noch niemand gekommen ist. Und irgendwann dachte ich so, das kann eigentlich nicht sein, da sind garantiert schon Leute drauf gekommen. Kurz Google angeschmissen und was ist? Ja, natürlich. Das haben schon viele Leute gemacht und alle machen es gleich und alle machen es natürlich so, wie es auch am logischsten ist und zwar folgendermaßen. Das Ding wird hochgeklappt. Ich kann das aber nur bis hierhin bewegen, da müssen wir gleich mal gucken. Dann kommt hier etwas rein, natürlich alles aus Metall und Stahl. Und hier kommt ein Sägetisch. Moment, da fehlt noch was. So, und jetzt sieht das ja quasi schon fast so aus wie die andere Säge. Und hier könnte man jetzt dran arbeiten. Ich probiere das mal, vielleicht reicht das schon.
Natürlich nicht. Das muss natürlich richtig massiv hergestellt werden. Und ich muss sagen, dieses Dranschrauben hier von dem Tisch, ich weiß noch nicht, ob ich es geil finde. Ich hätte gerne sowas wie ein schnell und einfaches Klicksystem, von dem ich noch nicht weiß, wie das überhaupt möglich ist. Erstmal kümmern wir uns jetzt aber darum, dass wir überhaupt hier diese 90 Grad hinbekommen. Was wir jetzt sehen, hier ist so eine Schraube und wenn man das Säge hochnimmt, dann schlägt die da unten an, deswegen muss die erstmal weg. Die Schraube ist raus, ich bin gespannt. Ja, geil, okay. Aber wir sind immer noch nicht bei 90 Grad und zwar, weil hier unten das Gehäuse anschlägt. Da kann man es sehen, unten. Ja, also ich glaube, wir sägen jetzt einfach ein Stück von der Säge ab. Ungefähr so muss es aussehen. Ich hoffe halt nur, dass da nicht irgendwie so eine Feder drin sitzt, die einem dann so entgegenkommt. So Federn wieder reinfummeln in Sachen. Oh Gott, ist das die Feder hier? Ey, das machen wir auf... Ja, wobei... Wenn die Feder entspannt ist, gibt es wahrscheinlich irgendwo einen Punkt. Ja, geil. Okay. Naja. Alright. Die Karre wieder zusammen. Ja, geil. Wollen wir es testen? Gott, ich bin ja gespannt, ob es funktionieren wird einfach. Geil, es passt einfach. Mega geil. Yes. Geil. Ein bisschen viel weggeschnitten, aber der Nachteil ist jetzt so ein bisschen, aber das war mir von Anfang an bewusst, man steht relativ weit weg. Ne? Also bei der Bandsäge steht es natürlich direkt schön vor. Hier ist das Ding im Weg. Ist jetzt alles nicht dramatisch. Ich meine, dafür, dass man sich einen Platz für ein anderes Werkzeug spart, kann man damit, glaube ich, leben. Ich bin auf jeden Fall schon mal mega happy, dass das läuft. Geil, okay, dann können wir das ganze Ding jetzt erstmal wieder zusammenschrauben. So stark muss die Feder auf jeden Fall angezogen werden. Man merkt jetzt aber schon, es ist relativ kraftaufwendig, das Ding hoch zu pushen. Oder blockiert das? Nee. Die Feder hat jetzt eine gewisse Spannung. Ich kann das gar nicht geil nach hinten kippen. Wenn ich sie noch lockerer mache, dann kann ich sie nach hinten kippen. Aber ich habe hier voll das krasse Spiel in der Säge. Hier sieht man es, das ist nix, das ist nix, das ist nix. Okay. Ich überlege gerade, ob es geiler ist, die Feder rauszunehmen, ehrlich gesagt. Komplett rauszunehmen. Da ist der kleine Schnuckibär. Ohne Feder testen. Gut. Okay, das ist natürlich jetzt sehr angenehm. Also es fühlt sich ehrlich gesagt geiler als vorher an. Zweite Sache ist der Tisch. Moment. Können wir eigentlich auch mal gerade eine Schraube reinmachen, um so einen kleinen Prototypen zu haben. Wollen wir mal einen kleinen Test machen zwischendurch? Alles klar, ich bin weit weg. Damit beenden wir den kleinen Test. Es wird schon funktionieren später, wenn es mega massiv ist. Jetzt ist die Sache, dieses System setzt voraus, dass man immer diesen Tisch nimmt und so einspannt. Ich finde es aber nicht so geil, muss ich sagen, das System. Am liebsten hätte ich eigentlich einen Tisch, der direkt hier verbunden ist irgendwie, den man hier irgendwie aufstecken könnte. Dass man quasi wie so eine Schnellwechselplatte hat, dass man relativ zügig... Was natürlich richtig geil wäre. Sekunde mal. Ich hätte jetzt gedacht, es ist eigentlich geil, wenn der Tisch kontinuierlich in dieser Position wäre, weil dann würde er bei diesem Sägeschnitt quasi nicht stören. Dann könnte er die ganze Zeit quasi hier verweilen. Und wenn man ihn ausklappt, zieht man ihn quasi zu sich ran und dann kann man sägen. Das ist schon geil, oder? Und wie willst du das festmachen? Das müssen wir
uns noch überlegen. Ich glaube, ich hätte was wir nehmen können dafür. Was geil Massives. Pass auf. So, ich habe hier noch so geile Kameraschienen. Also sind so Industrieschienen. Ich nehme die mal so, um irgendwelche Kamerafahrten zu machen. Das ist natürlich Heavy Quality Supermassive Stability Stuff. Wenn das Ding jetzt hier sitzt, so, und dann der passende Schlitten hier drauf fährt, den man dann vorzieht mit einer Stahlplatte, dann ist das schon extrem massiv. Das scheint ja hier so ein Spanschutz zu sein oder sowas, damit die Späne nicht so voll in die Kugellager ballern, würde ich jetzt mal behaupten. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Da haben wir einen Befestigungspunkt. Sehr klein, aber wir haben immerhin einen. Ja, ich glaube, das ist gut, Alter. Guck mal, wir haben noch hier, ist doch so ein Teil, so ein Schlitten. Ich benutze die Dinger eh nicht mehr, ist doch geil. Okay, Matthias, kennst du es noch? Was ich hier mitgebaut habe, werde ich euch jetzt einblenden, wenn ich das Material noch habe. Wenn ich es nicht habe, dann nicht. Ha! Vor ein paar Jahren habe ich mal einen Werbefilm gedreht für die Perlenflasche. Ihr kennt sie vielleicht. Und da haben wir aus den Schienen einen Roboter gebaut, der automatisch den Deckel von der Flasche abdreht. Hier ist der Originalshot des Films. Vielleicht liegt es an ihrer funktionalen Gestaltung. Der Schraubverschluss lässt sich mit exakt einer Umdrehung lösen. Das ist so ein Schlitten, der passt auf diese Schiene hier. Okay, ich mache es nicht so kompliziert, ich baue es mal kurz auseinander. Matthias, heftigen Übergang machen! Wow, okay. So, hier ist das Ding, Leute. Und jetzt kann man das auf diese Schiene draufpacken. 10 Stunden später. Es sind Teflongleiter, das heißt, es sind keine Kugellager drin, was natürlich mega geil ist für Staub und Schmutz und Späne. Ey, ganz ehrlich, guckt mal bitte an, wie massiv das ist. Das ist eine massive Verbindung, Alter. Supermassive Stability Stuff. Und das Teil jetzt, hier eine Stahlplatte drauf, einen Schnitt reinmachen. Alter, das kann es schon sein, ey. Okay, wir haben ein Problem bei der ganzen Sache. Die Schiene kann ja nur maximal bis hierhin... Oder? Hä, die Schiene kann ja auch bis hier unten gehen. Wir können das ja schon durchschneiden. Wir sägen jetzt erstmal ein Stück an, man braucht ja nicht so viel. Oh nein, Matthias! Wie können wir nur dieses massive Stück Aluminium gerade abschneiden? Mit einer Eisenbahnsäge? Ja! Und vor allem mit der Variante, die wir schon haben. Mega geil. Los geht's. Schnell gemacht. Jetzt sollen wir nochmal so einen heftigen Effektshot machen, Matthias? Ich glaube, die Leute stehen drauf, auf diese coolen Effekte. Aber was für ein Effekt? Wir haben alle schon durch, alle beiden. Ja, ein bisschen lang das Teil, kein Problem. Ich glaube, das ist der Hammer. Machen wir weiter. Die Stimmung steigt, ich habe gute Laune. Gucken wir mal, ob es passt. Geil. Perfekt. Jetzt kommt echt eine große Herausforderung. Wir müssen das ja wirklich hier richtig massiv befestigen. Supermassive Stability Stuff. Ich glaube, wir machen die jetzt erstmal auf und gucken da rein, damit wir wissen, wo wir reinbohren können für irgendeine Art von Haltung, die wir uns noch überlegen müssen. Hallöchen. Ich bin erschrocken, ich bin erschrocken. Hier laufen die Kabel drängs, längs neben der Sägeblatt. Siehst du das, Matthias? Das ist... Also... Das sieht so aus, als ob ich das gebaut hätte. Ja, das ist richtig geil. Guck mal, wir können hier doch dran gehen und quasi... Ich habe jetzt zufällig einen Teil vorbereitet. So. Und haben eine Verlängerung nach hinten zum Beispiel. Sieht es gerade so aus, dass du das Werkzeug, das du baust, brauchst, um das zu bauen? Genau. Junge, klar, Mann. Was einmal klappt, klappt auch ein zweites Mal. Man kann die halt auch echt geil halten so. Vorsicht, dass du dich nicht mit der anderen Seite absägst. Was? Wo meinst du? Ne, mit dem zurückführenden Sägeblatt, nicht, dass da deine Klamotten... Ach so, das ist ja offen, Junge! Ja, Mann. Ist das schlimm? Ich mache einfach kurz die Klappe drauf. Okay, los geht's. Diesmal mit Überlebenschancen. Geil! Müssen wir da noch irgendwas raussägen? Ne, ist geil. Das guckt jetzt vorne raus. Genau. Ey, cool. Mal wieder die Säge zusammenbauen. Mann, klasse.
professionelle Bohrarbeiten, rufen Sie mich an. Der nächste Test. Mal gucken, ob es noch kippen kann alles. Easy. Wenn man die Säge jetzt auf 45 Grad stellen will, stoßen wir an mit der Schiene am Schraubstock. Das ist natürlich echt ungeil Deluxe. Also die ersten 4 Stunden sah alles noch so nach einer guten Idee aus. Und jetzt? Fuck. Ja, aber wann schneide ich schon mal 45 Grad? Ja, okay, das heißt, was machen wir jetzt? Das nervt natürlich jetzt richtig hart. Und es ist so, das passt so geil. Man hat hier keine Probleme. Man sägt hier fröhlich vor sich hin. Mist, der ist voll im Weg. Okay, also ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht, Freunde. Also prinzipiell muss dieses ganze Stück hier weg. Damit wir hier mit dem 45 Grad Ding vorbeifahren können. Das heißt, bei unserem Schlitten müssen wir dieses Teil weiter nach hinten versetzen, weil wir ja quasi hier keine Stange mehr haben und somit keine Auflage. Wir gucken jetzt mal, ob das stabil genug ist immer noch. Ich meine, es ist ja relativ massiv alles hier mit dem Aluminium. Das ist jetzt nicht die optimale Variante vielleicht. Man könnte jetzt halt auch diesen Block hier nach hinten setzen, diesen Spannbock. Aber dann sind meine Teile, die ich sägen kann, ja auch wieder kleiner. Und nicht mehr 45 Grad zu sägen ist halt so eine Art Downgrade. Wir sägen das ab jetzt. Wir sägen ab und gucken, was passiert. Los geht's. Ich sag's nicht, aber ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich diese Säge wieder demontieren und montieren muss. Kennen Sie das? Sie müssen immer Ihre Säge auseinanderbauen, um den perfekten Schnitt zu fertigen. Stopp! Nun ist das vorbei. Mit dem nicht patentierten Felix Schelasse Spezialschlitten können Sie Ihre Schnitte nun einfach vornehmen. Ohne Stress und Mühe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Körper auch dafür sorgt, dass ich mal die Fresse halte. Wie so ein Selbstschutz. So wie wenn man immer krank wird, nachdem man viel gearbeitet hat. Hä? Es sieht aus, als ob es vom Werk kommt. So, und jetzt wollen wir 45 Grad schneiden. Stoßen wir an. Ne, das ist der Anschlag hinten. Perfekt, perfekt, das passt genau. Geil. Bam. Zack. Jetzt haben wir ja schon so einen kleinen Tisch hier. Wir machen jetzt einen Test, ich will es jetzt wissen. Wir spannen das jetzt hier fest. Wir haben halt noch keinerlei Arretierung, jetzt ist es alles wackelig wie sauber, scheißegal. Nicht unerfolgreich, würde ich sagen. Der Tisch ist noch sehr klein. Klar, er ist ja auch sehr klein. Aber wir machen noch einen Test. Das ist ja jetzt auch noch nicht, das ist ja nur an dieser Mini-Schraube hier befestigt. Ey, wir machen jetzt hier eine Stabilisation nach hinten und dann ist das Prinzip fertig. Geil, ey, das ist super geil. Alter, wenn das funktioniert, Du sägst einfach kurz hier. Zack, pam, 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 pam. Wollte dir dein Körper was sagen? Alter, das ist so geil. Das ist alles mega im Winkel hier schon. Okay, geil. Dieses Teil bauen wir jetzt einfach hier dran. Die Wandung ist mega massiv. Da kommen jetzt einfach machen wir ein paar Gewinde rein. Schrauben mit Schrauben fest. Und gut ist. Ich überlege, ob ich das hier ausfülle eben mit einem Stück Holz. So, schneiden. Freunde, es ist was Krasses passiert. Wir sind gar nicht fertig geworden an einem Tag. Wie konnte das nur passieren? Ich weiß es nicht. Aber Matthias ist wieder da. Mega geil. Und ich habe in der Zwischenzeit das Ding fertig gebaut. Ich zeige euch, was ich noch gemacht habe.
Und dann werden wir sehen, ob es funktioniert. Los geht's. Wie ihr vielleicht bemerkt, ich habe diese beiden Sägen umgestellt. Die Kappsäge steht jetzt hier, die Metallbandsäge hier. Jetzt kann man sich ganz nah dran stellen. Perfekt. Das ist der Normalzustand der Säge. So steht sie hier. Jetzt habe ich hier so eine kleine Schraube, so einen kleinen Anschlag. Man kann sie ausklappen, hoch machen. Alter. Voll den Finger geklemmt. Hier haben wir diesen schwarzen Winkel dran geschraubt als Aufnahme für die Schiene hinten. Und noch einen zusätzlichen Schalter eingebaut. Der ist direkt mit dem Motor verbunden, sodass wir die Säge kontinuierlich einschalten und ausschalten können, damit wir die Hände frei haben. Das ist unser Schlitten, leicht modifiziert. Wir haben eine schöne Stahlplatte hier drauf geschraubt mit 6 Schrauben, haben einen Schnitt reingemacht und dann sehen wir noch diesen Spannhebel. Dieser Spannhebel sorgt dafür, dass hier eine Schraube rausfährt, dort wo die Schiene sitzt, und damit können wir das ganze Ding befestigen. Zeigen wir euch jetzt. Das ganze Ding wird jetzt hier aufgesteckt. So. Und zwar so weit, damit das Ganze einen Anschlag hat, haben wir in das Rohr Gewinde reingeschnitten. So sieht das ganze Ding jetzt aus. Wir können die Säge ganz normal, wie vorher, mit diesem Schalter verwenden, ohne Einschränkungen, können auf 45 Grad gehen, kein Problem. Und jetzt können wir aber halt auch die Säge hochklappen, mit einer Hand diesen Hebel lösen, den Schlitten einfach vorziehen, befestigen und dann ist bereit zum Sägen. So, hier unten drunter habe ich noch einen kleinen Schutz gebaut, damit man nicht in das frei liegende Sägeblatt irgendwie reingreifen kann. Nicht ganz unwichtig. Und jetzt machen wir mal einen Testschnitt, würde ich sagen. Wir erinnern uns, das war ja unser Ziel, hier was wegzuschneiden. Gucken wir mal, ob es klappt. Los geht's. Ich finde das Ergebnis mega gut. Das Schneiden fühlt sich auch super stabil und sicher an. Und damit kann ich mehr als leben. Ist jetzt nicht perfekt gerade, aber darum geht es ja nicht. Und das Geilste ist, ich habe das Teil gefunden, das hatte ich schon bei mir hier rumliegen. Ich habe hier die Nuten ein bisschen vergrößert und jetzt pass auf. Man kann das ganze Teil hier draufstecken. Kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte 2 cm irgendwo von absägen, kann es festdrehen und hat jetzt hier einfach einen kleinen Anschlag. Richtig geil. Bam. Auch wieder so ein Ding, wo ich denke, das ist super praktisches Zubehör, was einfach hier schon rumlag. Richtig geil. Was die eine oder andere Person jetzt eventuell interessieren könnte, ist, wie gerade ist das ganze Ding. Wir legen einen Haarwinkel an und überprüfen das mal. Zufällig ist das echt ganz okay geworden. Es ist vielleicht nicht 100% perfekt, wobei es ist schon nah dran. Es ist schon nah dran. Ich kann damit auf jeden Fall mehr als leben. Freunde, damit ist das Projekt quasi beendet. Ich finde es mega geil, vor allem einfach die Geschwindigkeit des Auf- und Abbaus. Genau das, was wir am Anfang ja lösen wollten. Das Ding steht hier, man will kurz was schneiden, fährt das Ding raus, macht diese 2 Moves, bam, Säge an. Man kann seine Schnitte machen, fährt es zurück, kann diese normalen Schnitte sowieso natürlich noch machen und die Sache ist erledigt. Ey, noch einen geilen Abschlusseffekt. Leute, richtig geil, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr mehr YouTube wollt, schreibt's bitte in die Kommentare oder schreibt's mir, lasst es uns wissen. Vielleicht haben wir schon ein nächstes kleines Projekt geplant. Bis dahin werden wir euch mit einem krassen Abschlusseffekt verabschieden. Haut rein, Leute. Ciao. Felix?